Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments und herzlich willkommen in meiner kreativen Welt und herzlich willkommen zum ersten Video in 2026. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht, ihr seid alle gesund und munter und hattet eine gute Zeit. Ja, einige haben es mitbekommen, meine Pause war jetzt etwas länger. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich musste die Zeit auch mal genießen und einfach mal nicht an YouTube denken. Von daher hört ihr erst jetzt von mir. Ja, mein erster Auftrag für dieses Jahr lautet tatsächlich, ich habe eine Karte in Bestellung und zwar zu einer Geburt. Also machen wir heute eine Karte für ein neues Baby. Und ich habe ein bisschen bei Pinterest gestöbert. Ich habe ein paar Ideen und werde die aber auf meine Art und Weise umsetzen und habe mir als allererstes hier diesen herzlichen Glückwunsch draufgestempelt mit meinem Easy Stamp. Den kennt ihr schon aus einigen anderen Videos. Eine super Stempelhilfe für solche Sachen. Ne? Auch hier hat die Farbe wieder in der Mitte nicht funktioniert. Ich habe 2-, 3-mal gestempelt und immer wieder ist es auf der gleichen Stelle gelandet. Also eine ganz tolle Hilfe. Und ja, das Ding ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt, wie alles andere auch. Wie auch heute die Farben, die ich nutze, und zwar mein Farbkasten. Meine Kooperation mit Victoria von VH Aquarell. Diesen Kasten habe ich mal zusammengestellt in dieser Art und Weise. Das sind für mich die wichtigsten Farben, die es so gibt. Mit diesen Farben kann man unfassbar viel machen und mit diesem Kasten werde ich heute arbeiten. Aber erstmal müssen wir ein bisschen was skizzieren. Und zwar fange ich tatsächlich mal an und ziehe mir, ich habe so ein schönes Motiv gesehen, so eine Wäscheleine, wo verschiedene kleine Babysachen dran hängen und das möchte ich auch umsetzen. So, ich ziehe mir hier erstmal meine Wäscheleine. Das mache ich ganz einfach, indem ich hier gleich mit einem wasserfesten Stift sozusagen die Leine ziehe und die geht in so einem ganz kleinen Bogen von links nach rechts. Genau. So, alles Weitere werde ich jetzt erst einmal mit einem Bleistift skizzieren. So, an der Wäscheleine sollen verschiedene Dinge hängen. Zum Beispiel, ich mache erstmal so eine, wie eine Klammer, würde ich sagen. Genau. Und dann mache ich hier mal so eine Art Zipfeltuch. Das werden wir ein bisschen bunt versehen. Daneben kommen vielleicht mal ein paar kleine Söckchen. Ich hätte es auch eigentlich gleich malen können mit dem. Die können wir ganz wunderbar bunt machen. So, dann machen wir doch mal sowas hier wie ein Strampler hin. Mhm.
Ja, ein Teddy. Genau. Und das Ganze werden wir jetzt mal ein bisschen farbig gestalten. Ich glaube, ich werde erst mal ein bisschen Hintergrund noch machen und das andere dann farbig noch anmalen. Okay. Und für den Hintergrund schnappe ich mir jetzt einfach erstmal ein bisschen klares Wasser. Oh, der Pinsel sollte auch sauber sein, das wäre schon hilfreich. Ist jetzt nicht schlimm. So, dann schnappe ich mir für den Himmel natürlich dieses wunderbare Blau von Victoria und lasse das hier ein bisschen von oben hereinlaufen. Ups, da war ein bisschen dunkel in dem Blau noch, aber das ist nicht schlimm. Das verziehen wir gleich ein bisschen. So, hier an die Sachen nur ran. Ein bisschen locker flockig. Die Klammern können wir ruhig etwas übermalen. Die werden braun. Das ist dann gleich nicht so dramatisch. Ich lasse es ein bisschen wolkig werden, indem ich hier den Pinsel ein wenig im Kreis mit bewege. Und von unten her nehme ich jetzt dieses schöne Grün. Und lasse das hier einfach in das Blau so hinein laufen. Wir können noch mal ein bisschen Grün abdunkeln, indem wir ein bisschen einen Grünton nehmen, ein ganz kleines Blau hinzu machen. Das Mischen mit diesen Farben mache ich noch mal ein extra Video, damit ihr seht, was man aus diesen Farben noch so alles zaubern kann. Und guckt, ich habe jetzt ein wunderbares dunkleres Grün gezaubert und setze das hier unten noch mal so ein bisschen in den Hintergrund. Vielleicht noch mal so ein paar Wolken gestalten, indem man wieder etwas Farbe hier rausnimmt mit einem feuchten Pinsel. Das macht den Hintergrund ein bisschen spannender. Sehr schön. Das lassen wir jetzt mal einen kleinen Moment trocknen. So, heute denke ich tatsächlich mal dran, dann den Bleistift ein bisschen wegzuradieren, was ich ja sonst gerne vergesse, wie manche von euch wissen. Aber heute denke ich mal daran, weil wir ja mit zarten Farben arbeiten und das da ein bisschen unauffälliger sein soll. So, mal gucken. Okay. Ich starte mal. Ich werde diese Karte in neutralen Farben machen, da noch nicht bekannt ist, was das für ein Baby sein wird, was da auf die Welt kommt. Von daher,
ja, nehmen wir hier ein bisschen bunt durcheinander. So, erst einmal das Tuch. Wie gesagt, alle Farben, die ich hier nutze, sind aus meinem Kasten von Victoria. Und so, das muss trocknen, dann mache ich da noch ein paar Pünktchen drauf. Genau, ach so, die Pinsel, die ich übrigens nutze, auch die sind unten verlinkt, die Fumui, sehr schön, ich mag sie total gerne, ich nutze sie fast nur noch. Wirklich sehr schön, auch dieser hier, der ist so fein, das ist ein Rundpinsel mit 0, der hat so eine tolle Spitze, also da kommt ihr mit den tollsten Sachen, kommt ihr da voran. So, da mache ich jetzt erstmal den Strampler in diesem wunderschönen Indischgelb, das ich hier habe. Ja, über die Blume male ich erstmal rüber. So, wie ich schon sagte, dieser Kasten hat ja kein Braun, das habe ich mal in einem Video erwähnt. Aus dem Grund, weil man Braun total leicht selber machen kann. Und das machen wir jetzt mal. Ich habe hier noch den Rest Grün von eben, ein bisschen Rot dazu und schon habe ich ein wunderbares Teddy Braun. Na, das kann ich hier ganz toll für den Kleinen nutzen, den wir hier hängen haben. Meine Buma Buntstifte, auch die sind unten verlinkt in der Videobeschreibung. Schaut da gerne rein. Auch die sind wunderbar. So, dann nutze ich jetzt mal für die Feinheiten noch meine Fineliner. Auch die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sehr schön. Und wir schauen mal, ich mache jetzt zum Beispiel die Wäscheklammern mal. Diesen Fineliner.
Vielleicht nur noch mal ein paar. Was haben wir denn hier? So, ich habe eben gerade gedacht, irgendwie fehlen mir hier die Säulen für die Wäsche. Das ist zwar in dem Vormotiv nicht so, da hängt die frei in der Luft, aber ich finde tatsächlich es schöner mit ein paar Wäschesäulen. Und dann nutze ich hier jetzt noch mal das Braun, was ich hier hatte, habe es ein ganz bisschen dunkler gemacht mit einem Hauch Schwarz und werde jetzt hier einfach noch mal so 2 Säulen hinmalen. Ganz, ganz simpel. Genau, dann hat das auch einen Sinn, wo das da dran hängt, ne? Ah, und schon, ja, gefällt es mir ein bisschen besser. Ja. Mhm. Und ich überlege, ob wir hier noch so 1, 2 Zentangles reinmachen, um diese Leere zu füllen. Ich mache das einfach. Aber erst mache ich es trocken, bevor ich wieder alles verwische. So, und ich meinte natürlich nicht Zentangle, sondern Zendengel heißen die ganzen. Und ja, das geht folgendermaßen, indem hier einfach hier ein paar kleine süße Dinger noch reinhängt zur Verzierung. Ja. So gefällt es mir ein bisschen besser, ne? Die Freiräume hier sind noch mal ein bisschen gefüllt. Gehört zwar nicht an eine Wäscheleine, aber ich finde es ganz süß so. So lasse ich es jetzt und klebe es auf. Und dafür habe ich mir eine neutrale Farbe ausgesucht für Mädchen oder für Junge und passend zu dem Ding hier eine orangefarbene. Und ich melde mich dann gleich mal bei euch wieder. So, ihr Lieben, da ist mein gutes Werk, mein kleines Stück zur Geburt. Ja, ich hoffe, es wird der Kollegin gut gefallen, die ihr Kind bekommt. Und
Ich finde es ganz süß geworden. Ich bin ganz zufrieden damit. Ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Wie gesagt, mein Farbkasten, schaut in die Videobeschreibung von Victoria von VH Aquarell. Wie gesagt, die Pinsel, ihr findet alles unten, was ich benutzt habe, in der Videobeschreibung. Und tobt euch aus. Wer diese Stempel nicht hat, herzlichen Glückwunsch, kann das bestimmt auch mit einer schönen Handschrift hinbekommen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Jahr, im nächsten Video natürlich wieder. Bis dahin, macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und ja, wir sehen uns wieder. Macht's gut, eure Melanie. Tschüss.